Okay, guten Abend alle zusammen. So scheint eine kleine Gruppe heute zu sein. Okay, starten wir mit einem Gruppenrelease. Könnt ihr euch einfach erlauben, euch zurückzusetzen, euch bequem hinzusetzen. Und zu sein, so gut es geht. Und wenn auch irgendetwas die Aufmerksamkeit hält vom Tag, könntest du es einfach auftauchen lassen, bemerken, wie sich das anfühlt, wie es ausschaut. Wenn dann noch irgendein Wunsch auftaucht, etwas damit machen zu wollen, es ändern zu wollen, fixieren oder festmachen zu wollen, könntest du diesen Wunsch jetzt wahrnehmen, willkommen heißen, erlauben. Und dann kannst du dir erlauben zu bemerken, wie wichtig sich das anfühlt. Und dann kannst du es so wichtig erscheinen lassen, wie es das tut. Und kannst du es so unwichtig sein lassen, wie es möglich ist. Und könntest du es so wichtig erscheinen lassen, wie es das tut. Und könntest du es so unwichtig sein lassen, wie es möglich ist. Und noch einmal von vorn, wenn da noch irgendetwas vom Tag ist, das jetzt dich davon abhalten möchte, du selbst zu sein oder in Ruhe zu sein, könntest du es willkommen heißen. Müsst du all die Bilder, Geräusche und Empfindungen willkommen heißen, die damit auftauchen. Dann könntest du jeden unterliegenden Wunsch, so jedes Begehren, noch irgendetwas damit oder deswegen oder dagegen machen zu wollen, willkommen heißen. Dann könntest du jede Erscheinung erlauben oder wahrnehmen oder willkommen heißen, die persönlich erscheint, die ausmacht, wer oder was du bist. Oder die über andere ist, anderes, oder dass irgendjemand etwas getan hat. Und dann könntest du dir erlauben, einfach loszulassen. Nichts Bestimmtes. Kannst du dir einfach erlauben, es ziehen zu lassen.
so gut es geht. Jetzt kommt eine gewagte Frage. Wenn du nicht in die Erinnerung gehst oder auf die Körperempfindungen fokussierst, kannst du wirklich denjenigen finden, über den das war? Was kannst du finden, jenseits der Gedanken, Gefühle? Dann könntest du willkommen heißen, was immer das in dir aufbringt. Wenn dann noch ein Wunsch ist, etwas damit oder deswegen oder dagegen machen zu wollen, könntest du auch den willkommen heißen. Und könntest du die Erscheinung willkommen heißen, dass irgendetwas daran persönlich ist, über irgendjemand oder irgendetwas etwas aussagt. Und dann könntest du einfach loslassen und schauen, was wirklich hier und jetzt ist. Okay, ich hoffe, ihr konntet alle mitgehen. Gibt es jemanden, der ein Thema hat? Taucht bei jemandem etwas auf, spontan? Okay, alle frei von Themen heute? Okay, Helga bringt was auf. Hat der Release also noch nicht gereicht, um die Unruhe herzugeben? Nun könntest du willkommen heißen, Helga. Ich tue das jetzt mal mit dir. Die anderen können mitgehen, so gut es geht. Könntest du willkommen heißen, Helga, was immer das noch in dir aufbringt? Was immer noch übrig ist. Du musst nicht antworten über den Chat. Das macht es dir leichter. Alle anderen können mitgehen, so gut sie können, wenn sie möchten. Was immer noch vom Tag da ist, Unruhe oder Arbeitssituation, Familiensituation, irgendwelche Aufgebrachtheiten, Geschäftigkeiten, könntest du es willkommen heißen, auftauchen lassen. Du musst es nicht nochmal durchleben. Wenn du den Sinn davon erinnerst, reicht das schon. Und könntest du willkommen heißen, welche Gefühle damit in dir auftauchen, wie sich das in dir anfühlt.
Und dann erlaubt dir zu schauen, von welchem tieferen Wunsch das kommt. Kommt das von einem Wunsch nach Kontrolle oder Anerkennung, Sicherheit, getrennt sein, eins sein oder einem anderen Wunsch? Und was immer das für ein Wunsch ist, könntest du dir erlauben, in Berührung damit zu sein. Könntest du dir erlauben zu fühlen, wie sich das anfühlt. Und wenn dann noch irgendein Sinn ist von irgendetwas damit machen wollen, daran ändern wollen, festmachen wollen, verstehen wollen, herausfinden wollen, könntest du den willkommen heißen. Oder stoppen wollen. Und könntest du jede Erscheinung willkommen heißen, dass das persönlich ist. Und der Verstand wird sagen, natürlich, das ist persönlich, fühlt sich persönlich an. Gut, dann könntest du das willkommen heißen, wenn es so erscheint. Und noch einmal, wenn da noch irgendetwas vom Tag wirbelt im Bewusstsein, Gefühle, Gedanken, Themen, scheinbar Unbeendetes, wenn noch nicht Aufgelöstes, könntest du es willkommen heißen. Könntest du erlauben, dass sich das jetzt bemerkbar macht. Und für einen Moment könntest du erlauben, dass das Ganze so unruhig erscheint, wie es das tut. Es sind nur noch Gedanken und Erinnerungen. Du kannst dir erlauben, dass die so unruhig erscheinen, wie sie es tun. Und dann könntest du die Ruhe hier und jetzt willkommen heißen. Oder die Ruhe in dir, wo du sie schon bemerken kannst. Dann könntest du jeden verbliebenen Sinn von Unruhe oder Störung über das Tagesgeschehen, vergangene Tagesgeschehen willkommen heißen. Und dann könntest du Ruhe willkommen heißen. Stille. Dann könntest du jede Unruhe oder Störung vom Tagesgeschehen oder was auch immer willkommen heißen. Dann könntest du Ruhe willkommen heißen. Stille. Ungestörtheit. Dann könntest du jeden verbliebenen Sinn von Unruhe oder Störung über was war willkommen heißen. Und dann könntest du den Sinn von Ruhe
Und Ungestörtheit willkommen heißen, hier und jetzt. Okay. Wie ist es jetzt, Helga? Okay. Okay, taucht bei irgendjemandem noch ein Thema auf in diesem Moment? Jenseits der Unruhe? Okay. Starten wir nochmal, da wir auch neue Leute dabei haben heute, nochmal etwas in die Grundlagen. Ihr seht hier das Bild von Lester Levinson. Lester Levinson war der Erfinder der Sedona-Methode. Lester Levinson wurde im Alter von 42 Jahren zum Sterben nach Hause geschickt und stellte nach einigen Tagen fest, dass er noch lebt und begann sich Fragen zu stellen wie, ja, oder was bin ich? Wenn ich noch lebe, könnte es noch besser sein. Und er fand einen intuitiven Weg, sich immer mehr Fragen zu stellen und immer mehr intuitive Antworten aus sich selbst zu bekommen und sich leichter und leichter zu fühlen. Er stellte auch fest, wie sehr wir von unseren Wünschen gesteuert sind. Wunsch nach Kontrolle, Sicherheit, Anerkennung, getrennt sein, eins sein. Und wie sehr wir alles Mögliche ändern wollen. Und Lister war damit in der Lage, sich selbst in einen Zustand von Ungestörtheit zu bringen, nach nur 3 Monaten. Was passierte danach? Lester fand einen Weg, eine Methode zu entwickeln, die auch anderen Menschen helfen konnte. Und das sind die Grundlagen der Sedona-Methode gewesen. Nach Lesters Tod hat sich das Ganze weiterentwickelt und es sind noch andere Wege dazugekommen. Wir schauen mal gerade weiter. Da haben wir die 5 Wege, die in der Sedona-Methode auftauchen. Nebenher gesagt, mein Lieblingsweg taucht hier nicht auf, das ist das spontane Releasen, wenn es einfach von selbst passiert. Oder wenn man sich irgendwo entspannt hinsetzt und die Gefühle abfallen. Seid offen für diese Möglichkeit. Aber schauen wir mal die 5 methodischen Wege an. Da wäre das Loslassen. Das ist einfach die Frage, könnte ich das loslassen? Könnte ich den Wunsch loslassen? Könnte ich das Gefühl loslassen? Und manche hängen darin fest, Dinge direkt loszulassen, weil das Widerstand auslösen könnte. Dann wäre vielleicht die zweite Option sinnvoller, das Willkommen heißen. Das Willkommen heißen ist einfach sich öffnen, so gut es geht und es auftauchen lassen. Wahrnehmen, dass es da ist. Könntest du es willkommen heißen, könnte eine Einladung sein. Und die nächste Variante, die auftaucht, ist ein Eintauchen in die Emotion. Das zielt darauf hinaus, zunächst erstmal mit der Emotion überhaupt in Kontakt zu kommen und das Gefühl zu fühlen und wahrzunehmen. Und weitergehend kann man dann in das Gefühl eintauchen, schauen, ob es noch tiefer und tiefer geht und zu schauen, was im Kern des Gefühls ist. Was passiert dabei, wenn man eintaucht und das immer mehr wahrnimmt? Man kommt zu einem Kern, der wahrscheinlich nicht existiert. Es ist eher leer in der Mitte des Gefühls.
Das Gefühl kann sich damit auflösen, das verbliebene Gefühl. Die andere Option, die auftaucht, ist das holistische Releasing, und wir haben schon ein bisschen davon getan. Das ist das seitenweise Auflösen oder das Auflösen von Polaritäten. Könnte ich so wichtig erscheinen lassen, wie es das tut? Könnte ich so unwichtig sein lassen, wie es das ist? Könnte ich so wichtig erscheinen lassen, wie es das tut? Und die Seiten, die kommen, werden sich auflösen. Man kann schauen, was dann übrig bleibt. Das letzte ist der 5. Weg, den hatten wir mit einer Frage vorhin schon dabei. Wenn du nicht in die Erinnerung gehst oder auf den Körper fokussierst, kannst du wirklich denjenigen finden, der diese Erfahrung hatte oder über den das ist. Und wenn ich nicht in die Erinnerung gehe und auf den Körper fokussiere, was bleibt übrig, außer Leere wahrzunehmen? Das ist ein sehr effektiver Weg, wenn man ein bisschen vertraut damit ist. Das heißt nicht, sich irgendwie von der Welt damit abzugrenzen oder auszutricksen, das ist damit nicht gemeint. Das heißt nur, die Bindung an die Emotionen zu durchbrechen oder das Thema zu durchbrechen und zu schauen, was dann passiert. Ich fange mit dem Ich-Diagramm heute an. Wenn ihr die PowerPoint euch runterladen könnt über das System, wenn das irgendwo möglich ist, und das zu Hause nochmal anschaut, dann bekommt ihr hier eine animierte Version. Hier wird es über das System nicht animiert dargestellt. Nun, ich komme zurück nochmal auf Lester. Lester entdeckte, dass er komplett ungestört von allem ist. Lester entdeckte, dass er absolut intuitiv ist. Lester entdeckte ebenfalls, dass er jede andere Identität losgelassen hat von sich selbst, von seiner Geschichte. Das heißt nicht, dass er sie nicht noch erinnern konnte, er konnte sie erinnern. Und er entdeckte, welches unendliche Wesen er ist. Und er entdeckte noch mehr, er entdeckte nicht nur, dass nicht nur er dieses unendliche Wesen ist, sondern dass wir alle das sind. Dass wir es nur zum größten Teil ignorieren. Und dass nicht nur wir alle das sind, sondern dass das auch alle Objekte und den Raum um jedes Objekt mit einschließt. So, dieses Ich dort oben in den Anführungszeichen ist groß geschrieben. Es meint nicht mehr wirklich, es meint nicht das kleine Ich, es meint nicht das Ego-Ich, sondern es meint das Ich, was wir wirklich sind, wenn wir alles losgelassen haben, wenn wir die Wünsche losgelassen haben. Nun, das ist der Ursprung. Wir waren dieses Ich. Wir waren nur dieses Ich. Wir waren nichts anderes nebenher. Nun, was passierte? Die Evolution setzte irgendwann ein und die scheint auch ihre Berechtigung gehabt zu haben, bis zu einem gewissen Punkt. Und dieses unbegrenzte Wesen verspürte irgendwann den Wunsch nach Getrenntsein. Es wollte irgendetwas in dieser Erscheinung von Welt machen wollen und dabei tauchte der Wunsch nach Getrenntsein auf, weil es vielleicht plötzlich Dinge machen wollte, die nicht mehr nur intuitiv waren. Da tauchte der Wunsch nach Getrenntsein, Einssein auf. Dieses Wesen, was nur den Wunsch nach Getrenntsein wahrnahm, konnte aber noch zurückkehren zu dem, was es war. Es konnte sich noch daran erinnern, was es wirklich ist. Und die Evolution ging voran und dieses Wesen wollte nicht nur getrennt sein, sondern es fand sich in seinem Körper wieder und wollte als Körper überleben. Hat sich überidentifiziert mit dem Körper. Und auch von hier aus konnte es noch vielleicht in kleineren Momenten erleben, wer oder was es wirklich ist. Aber es fiel ihm schon schwieriger, sich daran zu erinnern oder das zu sein, was es wirklich ist. Was taucht dann auf? Der Wunsch nach Anerkennung, nach Liebe. Das ist das meiste Streben von uns in der Welt. Das sieht nach einem sich sachte Verlieren in der Welt aus, wenn der Wunsch nach Anerkennung mit dazu kommt. Oder Missbilligung. Und die Evolution ging noch weiter. Da kam der Wunsch nach Kontrolle dazu, die Umstände kontrollieren zu wollen, die Lebenssituation kontrollieren zu wollen, Leben selbst kontrollieren zu wollen.
Dinge ändern, verstehen oder manipulieren zu wollen, festmachen zu wollen, Widerstand leisten zu wollen. Damit war der Wunsch nach Kontrolle geboren. Und was löste das Ganze aus? Es löste zunächst Gefühle aus, die sich immer mehr ansammelten und zu Emotionen wurden. Und ihr seht in der nächsten Reihe die Hierarchie oder die Chart der Emotionen stehen. Und das beginnt ganz unten, wenn man sich das als Pyramide vorstellen würde, steht ganz unten die Apathie, dann kommt die Trauer, die Angst, die Lust, die Wut, der Stolz. Und dann kommen die höheren Energien wie Mut, Akzeptanz und Frieden, die wir auch durch Releasen wieder erreichen können. Und vielleicht sogar noch jenseits von Frieden, jenseits der Konzepte. Dahinter steht AGFLAP, das ist die englische Bezeichnung. Das sind die ersten Buchstaben der englischen Worte. Warum habe ich es hingeschrieben? Weil das in der Sedona-Methode häufig gebraucht wird, dann weiß man, was damit gemeint ist. Und all diese Emotionen und Zustände, emotionalen Zustände, wohlgemerkt, diese Zustände von Apathie bis Frieden, sind Zustände des Verstandes. Die sind nicht das, was wir sind, sondern das sind die Farben des Verstandes. Und die motivieren unser Denken. Die motivieren, wie effektiv das Denken ist. Oder uneffektiv, ineffektiv. Und wenn ich in Frieden bin mit einer Sache, dann tauchen entweder gar keine Gedanken auf oder die Gedanken sind wirklich nur von Ruhe und Stille gekennzeichnet und Wohlwollen. Im Gegensatz zu Angst, wo eher etwas anderes auftaucht. Jeder kennt Angst. Und was das für Konsequenzen hat. Nun, und irgendwann entdeckten wir, Leute wie Lester entdeckten das und andere. Nicht nur Lester entdeckte das. Es gab Menschen vor ihm, die das gefunden haben und Menschen nach ihm, die es unabhängig von ihm gefunden haben. Wir können loslassen. Und wir alle haben schon losgelassen. Das ist nicht neu. Und wenn wir kleine Kinder beobachten oder insbesondere Babys, wie leicht die loslassen können oder sich entscheiden können, die Emotionen auszuagieren oder loszulassen. Und das haben wir ein bisschen verlernt im Laufe unserer Erziehung, unseres Lebens. Und wir wollen gerne festhalten und festhalten und festhalten, bis wir entdecken, nein, wir können loslassen und schauen, was passiert dann. Möglicherweise wird es leichter. Und genau das passiert mit der Sedona-Methode. Wir können beginnen loszulassen und wir können anfangen, diese Hierarchie dieser Emotionen oder die Zustände aufzulösen. Und tatsächlich, jeder von euch ist nicht ständig in einem Zustand von Apathie, nicht ständig in einem Zustand von Trauer, nicht ständig in Angst, nicht ständig in Mut oder Akzeptanz. Warum? Weil das Ganze ist themenbezogen. Es taucht etwas auf, zu dem wir uns ängstlich fühlen oder darüber wir uns traurig fühlen. Können wir es releasen? Können wir womöglich zu Akzeptanz kommen oder Frieden? Und taucht ein anderes Thema auf, wo wir wissen, ja, ich kann das, ich will das, das ist mein Thema. Sind wir im Mut, dann funktioniert das Ganze auch. Das Ganze über den Tag gesehen ist mehr wie so ein Fahrtenschreiber. Jeder kennt so eine Scheibe von so einem Fahrtenschreiber mit dem Ringen und diesem Ausschlag drin. So ähnlich gehen wir durch den Chart der Emotionen den ganzen Tag mit jedem Thema, was auftaucht. Solange bis wir alles released haben, bis da vielleicht nur noch konstantes Wohlbefinden ist mit jeder Situation. Nun fangen wir einfach an zu releasen. Machen wir einen simplen Release. Ich schaue, inwiefern ich andere Dinge mit einbaue. Fangen wir an, diesen Chart der Emotionen ein bisschen durchzureleasen. Könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Apathie wahrgenommen hast? Niedergeschlagenheit, Feststecken, Hilflosigkeit, Schläfrigkeit,
Und könntest du willkommen heißen, was immer das in dir aufbringt? Könntest du das Jetzt-Gefühl willkommen heißen, insbesondere? Und könntest du dieses Gefühl loslassen? Könntest du dir erlauben, dieses Gefühl sich auflösen zu lassen? Würdest du es loslassen? Nein, bist du in der Lage dazu? Wann? Die Antwort könnte jetzt sein. Und noch einmal, könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Erscheinungen von Apathie wahrgenommen hast? Und dann könntest du dir erlauben, das Gefühl zu bemerken, das jetzt damit auftaucht. Und kommt dieses Gefühl von einem Wunsch nach Kontrolle, Anerkennung, Sicherheit, Getrenntsein, Einssein oder einem anderen Wunsch? Könntest du dir einfach erlauben, das zu bemerken? Und könntest du diesen Wunsch und das Gefühl des Wunsches loslassen? Würdest du es loslassen? Nur wann? Und wenn du dich selbst released, könntest du an dieser Stelle noch weitere Durchläufe machen. Ich gehe jetzt zum nächsten Punkt weiter, damit von jedem Punkt etwas drankommt und ihr einen Sinn davon bekommen könnt. Könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Trauer wahrgenommen hast? Traurigkeit kann auch Feststecken in Trauer sein oder immer wieder zurückkehren zur Trauer, immer wieder in Tränen über etwas ausbrechen, wie zum Beispiel den Verlust von Menschen. Kann aber auch Nostalgie sein, wenn man an etwas Altem festhalten will oder es wieder herauskramt. So könntest du dir erlauben, das Jetzt-Gefühl willkommen zu heißen, das mit der Erinnerung an Trauer oder Nostalgie auftaucht. Und könntest du dir erlauben, dieses Gefühl loszulassen? Könntest du dir erlauben, dich dafür zu öffnen, dafür zu entscheiden? Würdest du es loslassen? Nein. Und noch einmal, könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, kann dieselbe oder eine andere sein, in der du bei dir selbst oder jemand anders Trauer oder Nostalgie wahrgenommen hast. Kann auch ein Sinn sein von keiner mag mich, Depressivität.
Und könntest du willkommen heißen, was immer das in dir aufbringt. Welche Erinnerungen, welche Gefühle, Bilder oder Gedanken, Geräusche. Und kommt das Ganze von einem Wunsch nach Kontrolle, Anerkennung, Sicherheit, Unsicherheit oder Getrenntsein, Einssein? Und was immer das für ein Wunsch ist, den es wachruft, oder für eine Kombination von Wünschen, könntest du das willkommen heißen? Und könntest du dich dafür entscheiden, diesen Wunsch jetzt loszulassen, dieses Gefühl, das zu wollen oder nicht zu wollen, loszulassen? Würdest du es loslassen? Meint, bist du willens dazu? Wann? Wenn irgendeiner seine Gefühle in diesem Moment noch nicht loslassen konnte, von Apathie oder Trauer, könntest du es willkommen heißen, dass es noch da ist? Oder wieder auftaucht? Oder eine neue Lage auftaucht? Das heißt nicht, dass du den Release nicht getan hast, der da war, sondern es taucht neu etwas Neues auf. Das Nächste auf, nicht das Neue, das Nächste taucht auf. Und könntest du jedes Begehren willkommen heißen, etwas damit, deswegen oder dagegen machen zu wollen. Und könntest du die Erscheinung von Identität damit willkommen heißen, die Erscheinung, dass es über dich ist, oder was du bist, über andere als du, anderes. Und könntest du es einfach loslassen, egal was es ist, egal was als erstes gehen möchte, könntest du es einfach fallen lassen, erlauben, dass es sich auflöst. So gut es geht. Kein Zwang hier. Du kannst jederzeit wieder zurückkehren zu den Emotionen und Gefühlen. Oder auch nicht. Und gehen wir weiter. Kannst du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders oder beides Angst wahrgenommen hast? Und nimm das Erste, was auftaucht. Es kommen vielleicht mehrere Geschichten ins Gewahrsein. Nimm das Erste, das auftaucht. Und könntest du das Gefühl willkommen heißen, das in diesem Moment auftaucht? Das mag ein anderes sein, als wir in der Erinnerung waren, aber könntest du das Jetzt-Gefühl willkommen heißen? Und könntest du dieses Gefühl einfach loslassen? Könntest du dir erlauben, dass die Freiheit dir wichtiger ist als dieses Gefühl? Würdest du es loslassen?
Wann? Dann könntest du dir erlauben, dich an dieselbe oder eine andere Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Angst wahrgenommen hast. Lampenfieber, Unsicherheit, Zittrigkeit, Panik, was auch immer. Dann könntest du willkommen heißen, was immer das für Erinnerungen in dir aufbringt. Und dann könntest du dir erlauben zu schauen, wie das Gefühl ist in diesem Moment, das damit kommt. Und kommt dieses Gefühl von einem Wunsch nach Kontrolle oder kontrolliert werden, Anerkennung, Missbilligung, Sicherheit, Unsicherheit, getrennt sein. Und was immer das für Wünsche oder Kombinationen sind, die da auftauchen von Gefühlen und Wünschen oder Verdrehungen von Gedanken, könntest du dir einfach erlauben, das willkommen zu heißen. Und ja, das Ganze fühlt sich persönlich an. Kannst du willkommen heißen, wie persönlich sich das anfühlt. Dass es über dich ist oder über andere als du. Wenn vielleicht jemand etwas mitbekommen hat von der Angst, der Unsicherheit. Und nur für jetzt kannst du dir erlauben, loszulassen. Kannst dir erlauben, dass sich das jetzt auflöst. Wenn sich das noch irgendwo fest anfühlt, könntest du jeden Wunsch loslassen, das Feststecken darin ändern zu wollen. Dann kannst du dir erlauben zu bemerken, was hier und jetzt ist. Wenn du die Erinnerung ziehen lässt, die Körperempfindungen ziehen lässt. Was ist hier in diesem Moment? Erlauben, dich daran zu erinnern, dass all das nur Erinnerung ist. Aufgetaucht und anzuschauen, um sich aufzulösen. Und schauen wir zum nächsten Punkt. Wir kommen jetzt in die Aktion rein. Die Energien von Lust, Wut und Stolz sind der Aktionsbereich, mit dem recht viele von uns durch die Welt laufen und versuchen, Dinge zu bewerkstelligen.
Und diese Energien sind natürlich bereits deutlich höher als Apathie, Trauer, Angst. Nun kannst du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Lust wahrgenommen hast. Ich gebe euch einige Synonyme. Getriebenheit, es unbedingt haben wollen, kann nicht warten, Raserei. So kannst du dir erlauben, diese Erinnerung auftauchen zu lassen. Und nimm die erste, die kommt, oder die, die am bedeutendsten erscheint in diesem Moment. Und dann könntest du willkommen heißen, wie sich das in diesem Moment anfühlt. Es mag nicht direkt ein Lustgefühl sein, kann aber auch eins sein. Könntest du dir erlauben zu bemerken, wie das Jetzt-Gefühl ist. Und könntest du dir erlauben, dieses Gefühl loszulassen. Würdest du es loslassen? Nein. Und noch einmal, könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Lust wahrgenommen hast. Körperliches Verlangen, Getriebenheit. Ja, das harte Wort Geilheit passt auch dazu. Es unbedingt haben müssen. Kannst du dir erlauben, willkommen zu heißen, was immer das für Erinnerungen und Erscheinungen in dir aufbringt. Dann kannst du dir erlauben zu fühlen und zu bemerken, wie es sich in diesem Moment anfühlt. Und kommt das Ganze von einem Wunsch nach Kontrolle, kontrolliert werden, Anerkennung, Missbilligung, Sicherheit, Unsicherheit oder getrennt sein, eins sein? Und was immer das für ein Wunsch oder für eine Kombination von Wünschen ist, könntest du dir erlauben, das zu bemerken. Du musst es nicht notwendigerweise identifizieren können, wenn der Wunsch nicht klar genug zuzuordnen ist. Könntest du einfach den Wunsch selbst willkommen heißen. Und könntest du jede Erscheinung von das ist persönlich über mich oder über andere willkommen heißen. Oder dass jemand etwas gemacht oder unterlassen hat. Dann kannst du dir erlauben, wahrzunehmen, was passiert, wenn du das einfach nur bemerkst. Wie persönlich das ist, welche Wünsche und Themen aufgetaucht sind. Fühlt sich möglicherweise schon etwas leichter an oder offener, motivierter.
Wie auch immer das Empfinden in diesem Moment ist, könntest du es einfach willkommen heißen. Dann könntest du jede Erscheinung willkommen heißen, noch irgendetwas daran ändern zu wollen, etwas damit machen zu wollen oder dagegen machen zu wollen, so gut es geht. Dann könntest du jede Erscheinung von Identität damit willkommen heißen, dass irgendetwas mit dir zu tun hat oder anderem als du. Wenn du vom Körper oder der Erinnerung absiehst, für einen Moment dir dieses Experiment gleichsam erlaubst, kannst du wirklich denjenigen finden, über den das ist, in diesem Moment? Jetzt? Nun gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wut. Kannst du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Wut wahrgenommen hast? Verärgerung, Groll, Destruktivität. Und könntest du dir erlauben, das erste Thema zu nehmen, das auftaucht? Oder eine intuitive Wahl zu treffen? Dann kannst du dir erlauben zu bemerken, wie sich das anfühlt in diesem Moment. Könntest du das jetzt Gefühl willkommen heißen? Dann könntest du dir erlauben, dich für Freiheit zu entscheiden. Könntest du das jetzt Gefühl einfach loslassen, fallen lassen. Erlauben, dass es sich auflöst. Wenn es auch nur leichter wird, könntest du auch das erlauben. Würdest du es loslassen? Erlauben, dass es sich auflöst? Wann? Die Erinnerung taucht auf, was könnte jetzt sein? Kannst du dir erlauben, genug daran festgehalten zu haben? Noch einmal, kannst du dir erlauben, dich an eine Situation, an dieselbe oder eine andere zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anderes Wut, Verärgerung, Groll, Destruktivität, Aufbrausen wahrgenommen hast? Und könntest du willkommen heißen, was immer das in dir aufbringt. Ganz gleich, ob dieses Thema aus mehreren Themen besteht oder ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht, was da für Gedanken sind, könntest du willkommen heißen, was das in dir aufbringt. Ist nicht gut oder schlecht, taucht nur auf und will gehen.
Und dann kannst du dir erlauben zu bemerken, wie sich das anfühlt in diesem Moment. Ist da noch ein Wunsch nach Kontrolle, kontrolliert werden, Missbilligung, Anerkennung, Unsicherheit, Sicherheit oder Getrenntsein, Einssein darunter? Und was immer das für ein Wunsch oder für Wunschenergien sind, könntest du es willkommen heißen. Könntest du jede Erscheinung willkommen heißen, dass das irgendwie persönlich ist über dich, über andere als du oder anderes. Und nur für jetzt könntest du das loslassen. Könntest du es durchschauen und bemerken, was wirklich hier und jetzt ist. Und schauen wir weiter zum Stolz. Könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Energien oder Wünsche oder Gedanken von Stolz wahrgenommen hast? Blasiertheit, die Nase etwas höher tragen, prahlen, zu glauben, alles zu wissen und es doch nicht wissen. Und kannst du dir erlauben, das Jetzt-Gefühl zu bemerken, das mit dieser Erinnerung auftaucht. Könntest du dir erlauben, in Berührung mit diesem Gefühl zu sein. Und könntest du dieses Gefühl loslassen? Würdest du es loslassen? Wann? Und wenn da noch irgendein Wunsch ist, irgendetwas damit, deswegen, dagegen oder dafür machen zu wollen, könntest du diesen Wunsch bemerken und erlauben, dass er sich auflöst. Und verlassen wir die Zustände der Handlung oder Aktion, schauen uns die Harmonie an, Mut, Akzeptanz und Frieden. Selbst darüber tauchen Gefühle auf, gute wie schlechte. Auch die guten Gefühle kann man loslassen und schauen, dass es noch besser wird. Ich fasse es unter Harmonie zusammen. Könntest du dir erlauben, dich an eine Situation zu erinnern, in der du bei dir selbst oder jemand anders Harmonie wahrgenommen hast? Mutenergien von ich kann, Akzeptanz, annehmende Energien, erlaubende Energien und auch friedvolle Energien, Stille, Weite, Ausgedehntheit, Entspanntheit. Und könntest du willkommen heißen, was immer das in dir aufbringt, für Erinnerungen. Und wenn da noch irgendein Wunsch ist, etwas damit oder deswegen machen oder lassen zu wollen, könntest du den willkommen heißen.
wie den Wunsch, es wiederhaben zu wollen. Als positiv bewertete Erfahrungen sind, halten wir gern dran fest, um sie wiederhaben zu wollen. Nur das drückt die Akzeptanz ab. So könntest du den Wunsch loslassen, das wiederhaben zu wollen oder nicht mehr haben zu wollen, so gut es geht. Dann könntest du dir einfach erlauben, Harmonie willkommen zu heißen in diesem Moment. Unberührtheit, Stille, Leere, Weite, Tiefe. Ich kann. Ich akzeptiere. Dann könntest du dir erlauben, dich da hinein zu entspannen. Dich darin auszudehnen. Einfach nur zu sein. Nichts Bestimmtes. Gewahr und dennoch unberührt von allen Erscheinungen. Und zu sein, und zu sein. Das, was du sowieso bist. In Ordnung. Wie geht's euch? Konntet ihr mitgehen? Hat sich was gelöst? Ist es leichter, schwerer? Seid ihr noch wach? Okay, gut. Taucht bei irgendjemandem noch irgendein Thema auf in diesem Moment? Irgendetwas, das unbedingt raus möchte? Oder ist es in Ordnung für jetzt? Okay, passt schon, Helga. Wir hören jetzt auf. Das scheint ein guter Punkt zu sein, aufzuhören. Dann tun wir so. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schöne Tage und freue mich, euch wieder zu sehen, zu hören oder von euch zu lesen. Bye.